Heute soll es mal darum gehen, an meinem Kompressor einen Ölwechsel zu machen. Ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, hat auch ein bisschen was geleistet in der Zeit und ist jetzt kein Hexenwerk, aber es sollte schon gemacht werden. Das heißt, wir machen jetzt die Schraube hier raus, lassen das Öl raus. Ich habe ihn schon mal ein bisschen warm laufen lassen, dass das Öl ein bisschen Temperatur hat, dass es leichter rausläuft. Und was zu beachten dabei, das Wichtigste ist, ihr müsst richtiges Kompressoröl haben. Ihr könnt jetzt nicht einfach vom Auto oder vom Moped oder vom Rasenmäher irgendwelches Öl da reinfüllen. Es muss spezielles Kompressoröl sein. Das ist jetzt von Güde. Ja, also ich vermute mal, dass da keinen großen Unterschied gibt, welche Marke es ist. Hauptsache es ist Kompressoröl. Da steht jetzt auch gar keine richtige Bezeichnung drauf. Eigentlich nur Sicherheitsvorschriften, aber irgendeine Zulassung oder so sehe ich jetzt nicht. Aber das nehme ich schon seit Jahren. Also es funktioniert. Meine beiden Kompressoren leben immer noch. Ja, dann lassen wir jetzt mal das Öl raus. Ich hoffe, dass es ein bisschen warm geworden ist. Wir lösen jetzt erstmal hier die Schraube, bei dem hier zumindest. Das ist ein Profi-Master 200. Das wird auch bei jedem Kompressor ein bisschen anders sein. Ich hoffe, dass es jetzt nicht eine Riesensauerei gibt hier. Jetzt halten wir das mal ein bisschen da drunter. Und da läuft schon. Aber das Öl sieht immer noch aus, als wenn es ganz schön kalt wäre. Ja, es ist auch kalt. So richtig gut laufen tut's nicht. Wir können hier oben den Stöpsel jetzt noch ziehen, dass er von oben ein bisschen Luft kriegt. Dann läuft es auch noch ein bisschen besser. Da ist natürlich jetzt auch nicht viel drin, ne? In so einem kleinen Kompressor. Aber es kommen echt schwarze Brocken damit raus. Also es sieht jetzt nicht mehr gut aus. Ist gut, dass es jetzt rauskommt. Ja, und jetzt müssen wir warten. Es ist wirklich noch. Ja, das Gehäuse ist wohl lauwarm. Zylinder ist heiß, aber das Gehäuse ist lauwarm. Ich hätte ihn vielleicht noch 2, 3 Mal laufen lassen müssen. Aber jetzt ist es so. Das brauche ich euch ja nicht alles zeigen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Öl alle draußen ist. Bis gleich. So, ich habe den Kompressor jetzt mal hochgekippt von der Vorderseite. Dann läuft das Öl noch ein bisschen besser raus. Wie ihr seht, es tröppelt jetzt nur noch ein bisschen. Es war doch noch sehr zäh. Ich hätte ihn doch noch mal 2, 3 Mal laufen lassen sollen. Aber so kriegen wir es jetzt raus. Ist jetzt eigentlich leer. Und dann geht es gleich weiter. So, Öl ist raus. Jetzt drehen wir die Ablassschraube wieder rein. Und in dem Fall, normalerweise kommt hier eine kleine Kupferscheibe drauf, aber bei dem Kompressor nicht. Da ist ein Gummiring, Dichtring drin. Seht ihr den schwarzen? Deshalb brauchen wir bei dem keinen Dichtring, also einen Kupferring oder einen Aluring. Das heißt, wir drehen die einfach so wieder da rein. Das ist schon toll gemacht. Das haben aber nicht alle. Einfach Schraube wieder rein. Lappen können wir auch schon wegnehmen. So. Jetzt, ihr habt ja gesehen, hier sieht man es ja noch, da ist natürlich nicht viel Öl drin. Das heißt, wir brauchen da jetzt auch keine 5 Liter reinzukippen, nur so ein kleines Schlückchen und dann müssen wir kontrollieren, wie der Stand dann ist. Machen wir einen Trichter hier rein. Jetzt kippen wir ein bisschen frisches Öl rein. So, das könnte erstmal genügen. Lassen wir ein bisschen reinlaufen. Hier ist es sehr kalt in meiner Werkstatt, deshalb ist das alles sehr zähflüssig, obwohl das Kompressoröl eigentlich sehr dünnflüssig ist. So. Stopfen wir den mal so lange hier rein. Keine große Sauerei haben.
Jetzt nehmen wir unseren Messstab und wie ihr hier seht, ich hoffe man sieht's, stell scharf. Jetzt gibt es ein Minimum und Maximum und da muss es zwischen sein, zwischen den zwei Markierungen. Da gucken wir jetzt mal. Wieder raus. Das ist bei dem Kompressor nur so ein Stopfen. Jetzt seht ihr, wir sind gerade so beim Minimum. Das heißt, wir machen jetzt noch ein kleines Stückchen rein. Und dann war es das schon. Nicht zu viel, weil dann muss es wieder raus. Man sollte nicht über Maximum gehen, weil das ist natürlich genauso schlecht für den Motor wie zu wenig Öl. Wenn es jetzt minimal über Maximum ist, das ist wurscht. Aber wenn es ein paar Zentimeter über Maximum ist, dann kann der Motor genauso hops gehen. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt sind wir, ja, ich würde sagen, 3/4 voll, knapp unter Maximum. So lassen wir es. Das war's jetzt schon. So, da wir schon mal dabei sind, an den Kompressor soweit winterfertig machen, Inspektion, Ölwechsel haben wir schon gemacht, Wasser haben wir abgelassen und jetzt gucken wir noch nach dem Luftfilter. Bei dem, den kann man einfach hier so abklipsen. Einmal. Das ist er schon. Da ist einfach so ein Vlies drin, ja, was die Luft filtert. Das ist quasi die Innenseite, die saubere Seite. Und das ist die dreckige Seite. Das klopfe ich einfach ein bisschen aus. Das hatte ich auch schon mal neu gemacht, aber es ist jetzt nicht so dreckig. Ich klopfe das einfach ein bisschen aus und dann kommt er wieder da rein. Einfach wieder da rein. Ich mache die dreckige Seite wieder nach außen, dass die saubere Seite wieder innen ist. Schön, dass er rundherum anliegt, dass keine Luft ist. Wenn er jetzt zum Beispiel so da drin hängen würde, dann würde die Luft einfach daran vorbeiziehen, ne? Ist ja klar. Also einfach so. Fropfen wieder drauf. Ich mache das Ansaugloch für die Luft gehört nach unten, also nicht so, weil dann würde schon der ganze Dreck reinfallen, gerade in so einer Holzwerkstatt. Also das Loch nach unten. Und in dem Fall hier einfach wieder. So. Und schon ist er wieder drauf. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte lasst mir ein Abo da und liken nicht vergessen. Ich danke euch. Ciao, macht's gut.